Moin Moin und herzlich willkommen zurück bei Eastshade auf Alles.Furchtbar.Kommentiert mit mir, dem Daniel. Wir befinden uns im schönen kleinen Kaff von Nava. Und in Nava müssen wir uns noch ein bisschen umgucken. Wir haben uns nämlich noch gar nicht so wirklich komplett umgeschaut. Hier gibt es noch die eine oder andere Queste, die wir dann noch offen haben und die wir noch erledigen müssen. Unter anderem den einen Kollegen da aus Lindau noch helfen, seinen kleinen Scherz aufzuziehen. Aber dann müssen wir erstmal die Bäckerei finden. Heißt, wir setzen heute erstmal die Reise fort, gucken uns mal hier ein bisschen weiter um. Kann ich hier rein? Nee. Und schauen mal, was uns mal wieder über den Weg läuft. Also quasi fast wie immer. So, ja, wir sind auf jeden Fall schon mal in eine Kunstanstalt gelangt scheinbar. Da könnten unsere Bilder ja auch irgendwann mal hängen, hä? Das, was wir gemalt haben, das würde sich hier sehr gut auch machen. Welcome to Yevony's Art Gallery and Supply. And before you ask, no, I'm not Yevony. And if you came to request a commission, unfortunately we can't help with that either. Yevony is totally backed up at the moment, but we do have painting supplies in stock. Auftragsarbeiten macht ihr. Na dann, erzähl doch mal. Yes, but we're full, as I said. Normally folks just need to write down what they want and Yevony will paint it for them. The best painter in Nava, that Yevony. She's been painting her whole life and doing commissions for at least 40 years. These days, she's spending more and more of her time on personal work. Good for her, I say. But still, we can't keep up with commissions like we used to, and demand is only growing. Also, ich kenne da ja jemanden, der könnte da vielleicht ein bisschen helfen, hä? Oh, are you a painter? We've been looking for someone to help with the workload, but so far no one's been up to Yevony's standards. Do you have a portfolio I can look at? Wow, your work is so detailed. You should show this to Yevony. She lives in the common tower. That's the big round building in the middle. You might just be the painter we need. She'll absolutely want to see at least 3 paintings though. Anything I can help with? Need some supplies? Wir könnten ja mal gucken, ne? Haben wir jetzt eigentlich 3 Bilder gezeigt? Weil ich habe, glaube ich, noch 3 Bilder irgendwie im Inventar, glaube ich, gehabt, oder? Leinwandstoff. Ja, wir kaufen uns halt mal eine Leinwand. Dann sollten wir noch was auf Vorrat haben und könnten noch mal was zeichnen, eventuell. Was ist hier? Gewürze? Hello. Ah, natürlich. Want to buy any spices? Like pepper or whatever this is? Was auch immer das ist. Verkauft was und weiß selber nicht, was hier los ist. Bist du sicher, dass man das essen kann? I don't really know. I just sold a bunch of it to some guy though. So, probably. Ja, also ich bin ja die Freundin von Evelina. Oh Aha. yeah? She's pretty great, isn't she? We met at the bread stand where she works. I really like bread, so I'm over there a lot. Ach so, natürlich. Das ist diese Verkuppelungsgeschichte mit der anderen Bärin da, ne? Yeah? That's pretty cool, I guess. You like to travel? I have to travel to Lindo every week to get supplies. It's fine over there, but I wish I didn't have to go all the time. It's kind of like a creepy ghost town out there. Also Lindo ist nicht der Ort, wo die hin sollten, ja? Yeah, I mean, me and Evelina have been hanging out a lot. She's really great. Like the other day, she made me a special loaf of bread in the shape of a flower. She's just so cool. Ja, und wir können ja mal mit der Tür ins Haus fallen. Was würdest du an einem freien Tag unternehmen? Probably something with Evelina. Maybe go on a picnic? I haven't done that in a long time. There's this cool hot spring on the Salt Spring coast. I used to go there when I was a kid. It's all the way at the end of the beach, and no one really knows about it. It's a perfect place for picnics. Das klingt nett. Yeah, maybe I'll take a trip out there soon. Well, I should probably get back to pretending to know about spices. Ja, fake it till you make it. Yeah, I bought one. I knew it was a toxic tuber. It was pretty obvious. I already used it in a ritual, so you can't buy it back. Da haben wir ja, ich glaube, 3 von denen mittlerweile gefunden dann. Dann fehlt noch die 4.
Wer ist dieser coole Dude hier? Welcome, friend. Would you like a guaranteed long and healthy life? Wenn das mal kein Angebot ist. Ja. My elixir will fortify you with the strength and vigor. Imagine a longer life for you and your loved ones, sourced from hot springs around the island. This water is guaranteed to give you an extra 20 years, at least. Dann hätte ich ganz gerne 5 davon. Some of my longtime customers are practically living history books. They've been drinking the elixir for years, and not a day have they aged. Also, ein wissenschaftlicher Hintergrund, irgendwelche Informationen, irgendwelche Daten. Ich vermute ja mal, das ist eher so Hokuspokus. Of course, just look at all these happy people. They love it, and it works perfectly for them. Each of my customers is a testament to the strength of this powerful elixir. So, what do you say? Was hat er denn The so? water is sourced from the life-giving springs of Eastshade. Es ist einfach nur Wasser wahrscheinlich. Lebenselixier. Ja super, wenn ich hier alles raushaue an Kohle, dann kann ich mir auch kein Fahrrad kaufen und kein Greifhaken oder was auch immer man hier noch so kaufen kann. Nee, erstmal noch nicht. Machen wir vielleicht irgendwann anders mal. So, was haben wir hier? Interested in a book? Die Fische. Oh, Anleitung zum Angeln. Klassische Tees. Das ist vielleicht... Ja, habe ich... Ja doch, komm, das kaufen wir mal. Die Kohle muss halt doch irgendwie raus. So, kann ich das jetzt in irgendeiner Form benutzen oder so? Oder habe ich jetzt automatisch... Ah, okay. Da stehen zumindest mal Rezepte drin. Bergwurzeln, Habe ich die jetzt automatisch gelernt? Teesaison auf der Insel angebrochen. Das habe ich wohl irgendwann mal mitgenommen, aber nicht gelesen. Geschrieben von Esther Clarkwell. Die Luft hängt voll mit Düften nach blühenden Kräutern und brühenden Tee. Und das kann nur eins bedeuten. Die Teesaison hat endlich begonnen. Wilde Blumen und Teepflanzen blühen endlich. Und die Bewohner von Eastshade, ob jung oder alt, füllen ihre Körper mit den feinsten Zutaten. Dank des Gesetzes der gemeinsamen Felder sind die köstlichen Feldfrüchte für jedermann kostenlos. Obwohl nur Anwohner die besten Sammelstellen kennen und eisern für sich behalten, sind auch Reisende dazu angehalten, zu erkunden und zu sammeln, was ihnen gefällt. Ein Wort der Warnung. Das Schwarzdistelkraut ist eine gefährliche Pflanzenart und darf unter keinen Umständen gepflückt werden. Frohe Ernte! Da hinten waren wir schon. Was ist das denn? Tiems Befehl. Erfülle deine Pflicht und melde Kultisten, steht da drauf. Das wäre ja auch... Weiß ich nicht. Sollen wir sowas machen? Wir sind jetzt eigentlich kein Verräter, hä? Noch eigentlich nur ein freundlicher Maler von nebenan. Das große runde Gebäude in der Mitte, ob es das wohl ist, wo wir hin sollen. Sieht jetzt erstmal nicht so aus. Aber auch da, es ist ja alles mehrstöckig. Pompös könnte man fast meinen. Always good to see a new face. Let me know if I can help you with anything. I love it here. There's really no part of town I'd be worried to let my 2 daughters play unsupervised. I moved here right out of college when my longtime resident aunt wrote to me about a job opening in the library. It was quite a great distance for me to move, considering it was a bit of a paltry opening at the time. But 20 years later, as head librarian, I can't say I have any regrets. Okay, gut. Das ist also unsere Bibliothekarin. Bugs. Nehmen wir mit.
Okay, die gucken alle ein bisschen aus dem trüben Fenster. Füchse in Eastshade, eine traurige Entwicklung. Die Felder Eastshades waren einst die Heimat zahlreicher Bärenfüchse. Dieser geschickten Verwandten der Hunde waren ausgewachsen, ungefähr 2 Pfoten lang und ernährten sich ausschließlich von Beeren. Sie lebten oft unter Obstbäumen in Nestern in deren Kronen und waren sehr gesellige Wesen. Zu großen Ernteeinfuhren der Obstbäume führten zu einem Abfallen der Population und eine Infektion aus Übersee zerstörte schließlich die liebsten Bäume der Füchse. Die Einwohner Eastshade versuchten den Füchsen das Stadtleben beizubringen und ihre Diät um andere Früchte zu erweitern, aber der Erfolg ließ auf sich warten. Innerhalb eines Jahres war der Bärenfuchs ausgestorben. Etwas besser ist es ihren Verwandten, den Wasserfüchsen, ergangen. Es ist immer noch sehr wenig über die Tiere bekannt und auch ihre Population geht rapide zurück. Eine der wenigen Dinge, die Naturforscher herausfinden konnten, ist die enorme Schüchternheit der Wasserfüchse. Nicht einmal Nahrungsvorkommen oder ihr eigenes Nest suchen die Tiere auf, wenn sich jemand oder etwas in der Nähe ist, dem sie nicht vertrauen. Die Tiere zu beobachten muss also aus der Ferne geschehen. Wasserfüchse wurden dabei beobachtet, sich von Eiern zu ernähren und für ihre Jungen zu sorgen. Ah ja, Eier ist schon mal ein sehr wichtiger Hinweis. Zum einen, wir haben welche. Glücklicherweise. Und zum anderen, wir müssen ja noch so eine Füchsin anlocken. Heißt, das könnten wir dann auch mit den Dingern dann machen. Hier geht's auch nochmal rein. Ich gehe nochmal kurz den Gang hier entlang. Schauen uns dann nochmal ein bisschen um. Da ist verschlossen. Da ist auch nochmal was. Och. Ja, ich sag's ja, Pompast. Da geht's auch nochmal rein. Ah, da ist eine Malerin. Moment mal, ist das vielleicht die, vor der wir uns vorstellen sollten? Red? Ja. Or, yes, just a touch of orange. Oh, hello there. I must have left the door unlocked again. Can I help you? Schaust du dir mal mein Portfolio an? All right. Let's see what you've got. Well, these look fantastic. So much detail and what accurate depictions. You've got some skill here. I Sehr spent schön. years honing my skill, sharing my work with the people of Nava. But these days, I'm no longer interested in realism. I love the life of flowing through abstract art. Unfortunately, there's not much interest for that style right now. Es sieht irgendwie klecksig aus. Na komm, wir machen das mal. I know it's hard to understand. You realists are also focused on accuracy of sight that you miss the accuracy of the heart. Anyway, I won't try to convince you. Anyway, your portfolio is exactly the kind of thing my customers love. How about this? I'm going to shut down my commissions. They've been leaving me uninspired this past year anyway. I'll pass on any new requests to you. Then I can really focus my time on these spots and blobs. Ja, genau. Kleckst du mal drauf los und ich kümmere mich dann um die wirkliche Arbeit, ja? Okay, I'll tell Art Dealer the situation. Our customers write down their requests in a ledger back in the gallery. Take a look through and see if there are any requests you'd like to paint. Das klingt nach einer Einnahmequelle, nach einer zuverlässigen. Wenn wir das hinbekommen. Ah, die hat auch eine Miezi. Eine Miezi. War das mit dem... Da. Schaut ein bisschen dösig aus. Oder hat schon länger kein Futter mehr bekommen. Ja. Da geht's auch nochmal rein. Sagen wir mal, wie viel ist denn hier los, ey? Das ist ja eine unendliche Odyssee hier. So, das ist so eine Art Musikerin. Oder war das mal eine Musikerin? Trade here, trade there. So many folk are scurrying about. Bist du denn eine Händlerin? A trader? I suppose you could say that. A trader of sorts. Just take a look at all those shiny things coming in the markets. Sad day when my legs stopped working quite so well. Haven't made it down to the lower level in some time. Oh, das ist ja fies. Wenigstens hast du eine schöne Aussicht. Nee, das ist schade. Say, I heard from some other folks that you're one of the most helpful people in Eastshade. Do you have time to help an old woman?
Ja, erzähl doch mal. Excellent, excellent. You and I, young friend. I can tell we're gonna make a fine pair. Was soll ich denn für sie tun? Been a long time since I had a partner of any sort. Oh, I feel 10 years younger. I'm embarrassed to admit it. I left a precious box up north, in the caverns. You know, the Howling Caverns on the Teeth-Moor Bluffs? I must have left it there. Du hast die Kiste vergessen. In der Höhle. Ja. It was years ago, mind you, that I left it behind. Longer, actually. I was still a young girl. Spent time playing all over Eastshade. That box was one of my favorite possessions, passed down from my mother. Und was ist das für eine Kiste? It has some decoration, you know. Not too much. It's a rather simple wooden box. Sieh schon, sie weiß es gar nicht mehr so wirklich. Du weißt nicht, wie sie aussieht. It's been so long since I've seen it. I don't remember all the details, but there can't be many boxes in that cavern. In der vielleicht Not nicht. to worry. I have confidence you'll find it, child. Away with you. Na dann, wir geben mal unser Bestes, gucken mal, ob wir die Kiste irgendwann mal im Verlauf des Spiels finden. Hm? So, manchmal tun wir nicht alles für eine Händlerin. Was haben wir denn hier? Max! Hat nicht hingesehen. A new face. Allow me to introduce myself. I'm Zara, Assistant Research Scientist here at the university. Do you know of Melik? He's the merchant selling the so-called elixir of life down in the market. Jupp, den sind wir schon mal über den Weg gelaufen. And do you think it can really extend your life? Wir haben es noch nicht probiert. Vermutlich nicht. That seems a reasonable guess. I have a favor to ask of you. Do you think you could perhaps go to Melik's shop in the market and buy me one of said elixirs? I'll buy it from you at twice what it's worth. Und warum kaufst du sie nicht einfach selbstens ab? Well, you see, I've earned a bit of a reputation here in Nava as the resident skeptic. I just like to know the science of things. I tried to buy one from him. He told me that with my closed-minded attitude, it would never work on me, and refused to sell me one. The obvious tactic of a charlatan, if you ask me. Ja gut, wir kaufen mir mal eins. Das ist ja auch eine Möglichkeit, dass wir wieder ein bisschen Kohle verdienen dabei, ne? Fantastic. You can find me here just about any time. I'm always working. Das klingt nicht so überzeugend. They're a group that highly appreciates the consumption of dream teas. The teas are made with herbs that stimulate dreams. It's quite interesting how the chemicals work on the brain. They are safe in moderation, the largest risk being that when sleeping with dream teas, one gets very little rest, since the brain is actually more stimulated than during the day. The latest science actually considers it a form of exercise for your brain. Nun denn, bis dann. Also, ich sehe schon, wir packen hier unser Questlog hier mal so richtig voll. Jetzt sind wir einmal im Kreis gelaufen, glaube ich. Jetzt können wir hier auch mal da durch die Mitte. Da steht doch auch noch so ein... Was bist du denn hier? Der Wachbär? Sorry, you can't go up there right now. We're doing some renovations. Ah ja, renovieren. Na klar. Und wann kann ich denn da hoch? Hard to say. Maybe 10 Monate? months, give or take. Could be longer if we hit any delays. Also 10 Monate spiele ich das Spiel doch gar nicht mehr. Kannst du mich nicht vielleicht... Also niemals, ja? If you're here to visit, yeah, you won't be seeing it this trip. Sorry about that. Aber kannst du mich nicht irgendwie vorbeilassen? Well, you need a pass. Any official from the university should be able to give you one. An der Universität beschäftigt. Moment. Die mit dem Wasser da hantieren will? Vielleicht... Have a good one. Vielleicht kann die uns dann helfen, wenn wir ihr das Wasser besorgt haben.
Ach, guck mal. Ist das die Erde da oben? Ich erneuere da jetzt nochmal meinen Verdacht, den ich am Anfang des Spiels schon gehegt habe. Wir sind eigentlich schon tot. Das ist alles nur... Keine Ahnung. Achso, Moment, bei der Malerin waren wir ja schon. So, das heißt, ich muss hier nochmal da rechts rumgehen. Da waren, glaube ich, noch Türen, die wir nicht aufgemacht haben. Oh, Leserei. Sind voll die Gauner hier. Ja, Ganoven. Wenn man Ganoven mit Gauner mischt, dann kommt Ganaufen raus, glaube ich. Ich hatte letzte Nacht einen Traum. An die Details kann ich mich nicht erinnern, aber als ich aufwachte, war alles anders. Ich weiß nicht, wie ich es sonst sagen soll, aber die Sonne schien plötzlich heller zu scheinen, die Luft süßer zu sein, als wäre sie mit Rosen gewürzt. Ich schaute wie zum allerersten Mal aus meinem Fenster. Ich habe zuvor nie wahrgenommen, wie wunderschön die Stadt von hier aussieht. Ich habe so viele Ideen, so viele Einfälle, über die ich schreiben will. Allein heute Morgen schrieb ich 11 Seiten im Teehaus. Und es waren gute Seiten. Ich habe sie gerade noch einmal Korrektur gelesen. Nun muss ich arbeiten gehen, aber ich kann es kaum erwarten, heute Abend zurückzukommen. A.P. Sehr viele Künstler hier am Werkeln, ne? Dann können wir jetzt hier mal wieder runter. Habe ich denn überhaupt genug Kohle, um das Wasser zu kaufen? Oh, und wir haben auch keinen Mantel, ne? Das heißt, wir müssten eigentlich jetzt nochmal irgendwie in das Gasthaus zurück. Wo ging es denn jetzt hier runter? Ah, da. Das sieht doch ganz gut aus. Während gerade ganz relativ Witziges passiert, muss ich glaube ich mal ganz kurz erzählen. Meine Katze sitzt hier auf dem Schreibtisch und guckt sich hier bei OBS den Lautstärkebalken des Mikrofons an und versteht glaube ich nicht so ganz, was da wirklich passiert hier gerade. So. Oh, ja, es ist kalt. Verflixt noch eins. Wir müssen mal schauen, dass wir das Gasthaus schnell finden. Ist hier da vorne das gleich? Ja, es ist schon ein bisschen kalt. Ich frage mich, was hier passiert, wenn ich hier nicht rechtzeitig weg bin. Soll ein Haus betreten? Hilft das? Das hat nicht geholfen. Ach, jetzt sind wir automatisch wieder im Gasthaus aufgetaucht. Ja gut. Das bedeutet dann im Endeffekt einfach nur, dass wir lediglich nicht draußen bleiben können, aber dann automatisch halt immer wieder da landen. So, dann ist es doch jetzt wieder früh am Morgen. Ich würde sagen... Ja, was habe ich denn jetzt schon alles erkundet oder was nicht? Also wir müssen auf jeden Fall noch diesen... Boah, hier ist so viel los hier in der ganzen Stadt. Ja, da hinten waren wir, ne? Bevor wir hier ohnmächtig in den Schlaf gefallen sind. You made it to Nava! You still have the pastries, right? Oh, this is gonna be great! Okay, my brother's sitting at the table right outside the bakery. I'll go over to him first, then you follow behind. Remember, make him think you're a normal delivery person. Na gut. So, wo läuft der jetzt hin? Wo ist denn die Bäckerei? Da muss ich dem jetzt mal total hinterher waggeln. Ach, das ist... Ah, da sind wir ja eh schon. Ah, gut. Wir tun mal so, als würden wir hier aus der Bäckerei kommen. Und da wir natürlich dann in der Bäckerei arbeiten, können uns natürlich auch die Bretter. Aber die lassen sich hier schon gut gehen hier. So. Also, mal gucken, ob wir hier die richtigen Worte finden. Oh, hello there, delivery person. I'm not expecting any packages. Can I help you? Eine Himbeerteilchenbestellung. Good. I've been expecting a delivery. Give it here.
Das sind wirklich die feinsten Himbeerteilchen. Very good. I'll take them now. It looks like someone's rifled through these. They're a little crushed, too. A little crushing isn't gonna ruin the tangy, sublime, gorgeous taste of raspberries. Ugh. Ganz meine Worte. What's happening to me? This is the most revolting, sickening. This flavor. Grape. My tongue. It'll never be the same. What despicable baker would make an error so unforgivable? Also ich bin nur die Lieferantin. Neo, this my brother's idea of a prank? Poisoning a person's taste buds with the most repulsive flavor ever invented? That's just... it's hilarious. I can't believe you actually got me. And Neo's always trying to do these ridiculous pranks. Usually I can see him from a mile away. Messing around with great pastries? That's some risky business. You should be proud. I'm not easily pranked. Na also, hat doch wunderbar funktioniert, er ist nicht mal böse. That was perfect. I couldn't picture it going any better. He totally thought you were a delivery person. This one will go down in family history. You should look into doing this for a living. I don't have much to give you, but seeing my brother eat a great pastry was just priceless. Okay, gut, jetzt würde ich sagen, schauen wir mal, ob wir das Wasser noch kaufen können. Moment, wer ist er? Hi there. Der Sheriff. Ach so. Anzeigen. Afraid that's not really something we'd normally do anything about. Just one of the many cultural pastimes of Nava. They're usually pretty secretive, though. You might have seen some signs plastered around demanding you report the routes. Fine. Everyone's got their own opinions. Just don't report them to me. There's nothing illegal about their organization. It's all just a really long feud. It tore my dad's family apart, I guess. But you should just talk to the Shez directly. They're the ones looking for information. Das ist voll der gute Launebär, der möchte nichts mit den bösen Dingen auf der Welt zu tun haben. They've been covering the city in flyers, demanding folk to report their neighbors. It's a bit unsettling, really. Can't say who's got the right of it. The Shez are the roots, but it's been a long struggle. Not looking forward to seeing how it all ends. So, ja, dann bis zum nächsten Mal. Er möchte mir nicht weiterhelfen. Da haut mir der eine voll auf die Fresse und hier ist alles gut. Und eine Miezi. Die, schimmert ein bisschen komisch. Blumenladen haben die hier auch. Was es hier nicht so alles gibt. So, wir haben ja mit der Malerin gesprochen. So, sounds like you've managed to impress the great Yevgeny. I thought you might. Your work is excellent and just the style our clients are looking for. We've got a whole bunch of commissions just waiting around. We keep them all in a ledger at the back. Take a look and see if you're up for any of them. When you finish a commission, just bring it back to me. I'll ensure you get paid and that the client gets the artwork. We're glad to have you join the gallery. Wunderbar. Ein einfaches Hühnchen, eine Wassermühle, ein Lehmhaus auf dem Land, ein Porträt der Verzweiflung. Kann ich die alle? Also ein Hühnchen ist jetzt im... Ah komm, die kann ich alle mitnehmen. Nehmen wir die alle mit. Du hast Aufträge angenommen. Du kannst deine aktiven Aufträge jederzeit über einen neuen Knopf in deinem Bildmenü oder mit der Taste C aufrufen. Ah ja, okay. Also ein Hühnchen sollten wir ja eigentlich relativ einfach finden. Das sollte jetzt nicht das Thema werden. So, und hier können wir noch das Wasser holen. Ah, you returned. You will certainly live a long time if you keep drinking this magical tincture. Would you like to purchase some? The water is sourced from the life-giving springs of Eastshade. Wir hätten ja bitte für Unfug sorgen können, ne? Also kaufen wir mal eins. So. Und jetzt bringen wir das noch schnell zu der Guten. Lassen Sie das noch testen. Ich frag mich nur, wo wir diese unglaublich traurige Person finden sollen.
Aber da wird uns sicherlich auch noch was über den Weg laufen. In solchen Spielen gibt es immer irgendeine traurige Person. So, jetzt ist die Frage nur wieder, wo war denn die jetzt mit ihrem Wasser? Die war, glaube ich, ziemlich weit hinten, ne? Das war die Malerin. Das oder hier könnte es gewesen sein. Nee, das ist die, die ihre Truhe haben will. Dann aber hier. A fine day for science. Did you by chance pick me up one of those elixirs from the market? Ajo. Wonderful. Now I can run some tests. Why don't you come back in about an hour, and I'll fill you in on my findings. So, wir hätten ganz gerne noch den Passierschein A38. Spectacular view. Beyond that, though, is there any reason specifically you need to be up there? Ich möchte da oben malen. I see. Well, I'll tell you what. Help me with discovering the truth about Melek's elixir, and I'll get you a pass. They're a group that highly appreciates the consumption of dream teas. The teas are made with herbs that stimulate dreams. It's quite interesting how the chemicals work on the brain. They are safe in moderation, the largest risk being that when sleeping with dream teas, one gets very little rest, since the brain is actually more stimulated than during the day. The latest science actually considers it a form of exercise for your brain. Ja. Heißt, wir kommen in einer Stunde zurück, oder besser gesagt, morgen. Und holen uns dann hier den Passierschein ab, damit wir oben mal auf das Dach können. Und vielleicht können wir dann auch eine schöne Zeichnung anfertigen. Ja, und damit kommen wir nämlich auch zum Ende für die heutigen Folge. Haben wir wieder ein bisschen Quest angenommen, auch so 2 erledigt. Heißt, wir waren ja nicht ganz unfleißig. Und ja, und so kann es dann auch in der nächsten Folge weitergehen. Würde mich freuen, wenn ihr wieder mit dabei seid. Das soll es gewesen sein. Bis dahin, macht's gut. Tschüss.